Ja, hallo, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte euch mal zeigen, wie ihr ganz einfach und ziemlich schnell Typo 3.13 auf eurem Rechner installiert, um euch mal die aktuelle Version anzuschauen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos ist es ja noch nicht die LTS-Version, also noch nicht die finale Version, aber die steht kurz bevor. Wir arbeiten also hier jetzt mit einem sogenannten Sprint-Release, der ja noch nicht ganz fertig ist, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos befindet sich das Ganze eben schon in der Stabilisierungsphase. Das heißt, alle neuen Features sind schon da und jetzt geht es für die Entwickler nur darum, noch Fehler zu beheben, Sachen auszubessern und so weiter, zu optimieren. Und jetzt möchte ich euch mal den aktuellen Stand zeigen und das schauen wir uns mal nach dem Intro an. Okay, um Typo 3 zu testen, würde ich empfehlen, dass ihr euch das einfach mal auf eurem Rechner lokal installiert. Man kann es unter Umständen oder man kann es auch bei Hostern installieren. Das geht natürlich auch, aber die lokale Installation geht in der Regel schneller und ist auch relativ einfach. Ihr braucht natürlich einen lokalen Webserver auf eurem Rechner, also eine Server-Software, keine Hardware, sondern eine Software. Das ist zum Beispiel der Apache-Server oder Nginx. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, diese Software zu installieren. Zusätzlich braucht man natürlich auch noch PHP und eine Datenbank wie zum Beispiel MySQL oder andere. Der empfohlene Weg, den man auch in der offiziellen Typo 3 Dokumentation tatsächlich findet, ist Docker und DDEV. Docker ist ein Provider, wie sagt man da, ja, liefert uns einfach die Möglichkeit, verschiedene sogenannte Images auf dem Rechner zu starten. Und ein Image enthält dann zum Beispiel den Apache Webserver, ein anderes Image enthält dann eine Datenbanksoftware. Und Docker koordiniert das Ganze so ein bisschen oder sorgt dafür, dass das Ganze läuft. Das ist also eine Virtualisierungstechnologie, gehen wir jetzt gar nicht im Detail drauf ein. Und DDEV ist ein Werkzeug, das uns sehr viel oder dass es uns sehr erleichtert, mit diesen Docker-Images und Docker-Containern zu arbeiten. Es geht natürlich auch ohne DDEV, ganz klar. Wer das schon länger macht, der kommt auch ohne klar. Aber ich sag mal, man kann es sich natürlich schwer machen und man kann es sich einfach machen. Und DDEV macht es uns halt sehr einfach. Gehen wir einfach mal kurz auf meinen Bildschirm und ich zeige euch jetzt nicht im Detail, wie ihr das installiert, weil das Ganze ist sehr gut dokumentiert. Also wenn ihr noch keine lokale Entwicklungsumgebung habt auf eurem Rechner, schaut euch das mal an. Auf ddev.readthedocs.io ist die Dokumentation zu finden und hier ist eine sehr gute Installationsanleitung. Wenn ihr die Seite öffnet, landet ihr wahrscheinlich so wie ich jetzt hier direkt auf der Installing-Seite, wo nochmal die Systemvoraussetzungen genannt sind, hier für macOS und für Windows. Ich habe tatsächlich die Installation jetzt schon mehrfach gemacht auf verschiedenen Rechnern. Ich arbeite selber auf Mac, habe es aber auch mal spaßeshalber auf Windows mit WSL 2 getestet, weil ich mitbekommen habe, dass manche da Probleme haben. Aber ich habe mich an die Anleitung hier gehalten und das hat bei mir im ersten Anlauf funktioniert. Ist also wirklich nicht schwer. Ich bin kein IT-Mensch, der jetzt hier mit Servertechnologien sich irgendwie auskennt. Und wenn ich das hinbekomme zu installieren, dann sollte das jeder schaffen. Also um solche Docker-Container zu starten, brauchen wir eine Software und da werden hier verschiedene empfohlen. Es gibt OrbStack, Lima, Docker Desktop und so weiter und so weiter. Ich habe viele Jahre eigentlich Docker Desktop genutzt. Das ist also eine App, die man sich installieren kann. Dann habe ich eine Zeit lang mit Colima gearbeitet und nutze jetzt tatsächlich OrbStack. Musst du einfach schauen, das ist relativ egal, denke ich. Die meisten empfinden OrbStack als die schnellste Variante. Ich hatte allerdings auch nie Probleme mit Docker Desktop oder Colima, wobei ich jetzt natürlich einen relativ gut ausgerüsteten Rechner habe. Wir sehen auch hier mindestens 8 GB RAM und so weiter. Aber ich gehe jetzt gar nicht, wie gesagt, im Detail möchte ich da gar nicht drauf eingehen. Arbeite dich da einfach durch. Du findest dann hier Docker Installation, wo das alles erklärt wird. Arbeite dich da einfach Schritt für Schritt durch für das Betriebssystem, mit dem du arbeitest und dann auch die DDEV-Installation. Da ist die empfohlene Variante unter Mac auf jeden Fall Homebrew. Da ist das nämlich mit 2 Befehlen installiert im Prinzip und läuft dann. Gehen wir mal weiter. Ich habe das jetzt natürlich bei mir schon installiert. Bei mir läuft OrbStack schon im Hintergrund und wir können direkt starten. Ich gehe mal in meinen Editor. Ich nutze jetzt hier PHP Storm, aber auch das ist relativ egal natürlich. Um das Ganze jetzt lokal zu installieren, brauchst du ein leeres Verzeichnis. Ich habe jetzt hier einen Ordner schon angelegt, Typo 3 Demo. Der ist auch hier links geöffnet. Da ist nichts drin momentan. Der ist komplett leer. Beziehungsweise hier hat jetzt PHP Storm schon ein Verzeichnis angelegt. Wir werden jetzt als erstes ein DDEV-Projekt anlegen und das geht
eigentlich mit dem Befehl ddef-config, das kann ich dir mal kurz zeigen. Da wird man dann nämlich, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen durchgeführt. Als erstes wird nach dem Projektnamen gefragt, in dem Fall hier Turbo 3.13 Demo. Es wird automatisch der Ordnername hier vorgeschlagen. Den kann ich dann einfach mit Enter bestätigen oder ich tippe jetzt hier einen anderen Projektnamen ein. Das ist dann auch Teil der lokalen Domain. Also du kannst jetzt hier nicht mit Leerzeichen, Sonderzeichen oder so arbeiten. Die lokale Domain wird dann projektname.ddef.site später sein. Ich bestätige das also mit Enter. Dann die Document Root Location, also wo ist die Index.php-Datei letztendlich? Der sogenannte Document Root ist das Startverzeichnis der Webseite. Er schlägt mir jetzt hier Current Directory vor. Ich werde das jetzt aber mal abbrechen, denn ich werde das ein bisschen anders machen. Ich habe mir nämlich einen Befehl zusammengestellt. Ich habe hier so ein Textersetzungstool auf dem Mac, wo ich schon oder mit dem ich schon gewisse Parameter an diesen ddef-config-Befehl anfügen kann. Diesen Befehl findest du in der Videobeschreibung. Musst du jetzt nicht das Video pausieren, sondern den werde ich unter dem Video platzieren und dann kannst du dir den kopieren. Was mache ich hier? Ich übergebe an diesen ddef-config-Befehl einige Parameter, zum Beispiel die PHP-Version. Für Turbo 3.13 brauchen wir PHP 8.3 Minimum, also übergebe ich das gleich. Den Datenbanktyp, hier könnte ich wählen zwischen MariaDB und MySQL. Meine Erfahrung ist tatsächlich in letzter Zeit, dass Turbo 3.13 mit MySQL 8, ich will nicht sagen besser funktioniert, es funktioniert auch mit MariaDB natürlich, aber ich hatte immer wieder mal das Problem, dass der Datenbank-Analyzer, also das Datenbankschema aktualisiert mit MariaDB, ein bisschen rumgemeckert hat. Ich bin nicht sicher, ist es ein Bug, ist es nur temporär. Mit MySQL 8 hatte ich diese Probleme allerdings nie. Dann der Projekttyp, sagen wir Turbo 3, dann weiß nämlich ddef gleich, dass es eine gewisse Konfigurationsdatei anlegen kann. Timezone Europe Berlin, das sorgt einfach dafür, dass in dem virtuellen Server, den wir jetzt nachher haben, die gleiche Zeitzone wie auf meinem Rechner ist. Kannst du natürlich für dich anpassen, wenn du jetzt in Australien oder so sitzt. Und dann hier über Web Image Extra Packages kann ich ein paar Linux-Pakete mit dazu installieren. Ist optional, das muss man nicht machen. Ich mache das ganz gern, da ich dann ja im Prinzip noch näher an eine Live-Umgebung rankomme. Hintergrund ist übrigens, dass da ein, ich glaube, Debian läuft dann in dem virtuellen Server, also ein Debian Linux. Und da kannst du ganz normale Pakete hier dazu installieren. Graphics Magic ist ein Tool, um Bilder zu bearbeiten. Und diese Poplar Utils, CatDoc und UnRTF, das sind Tools, wenn du zum Beispiel mit der Turbo 3 Indexed Search auch Dateien indexieren willst. PDF-Dokumente, Word-Dokumente und so weiter. Braucht man nicht zwingend, aber ich installiere es einfach mal gleich mit dazu. Dann der Webserver-Type, in dem Fall nehme ich hier Apache FPM. Ich könnte auch Nginx FPM nehmen, da auf den meisten Live-Webservern, aber bei den meisten Hostern Apache läuft, kommt man da näher an die tatsächliche echte Umgebung ran, daher Apache. Dann hier Docroot, dieser Document Root, den wir gerade eben oder der hier gerade vorhin auch abgefragt wurde, den setze ich hier auf den Public-Ordner, weil das ist der Standardordner in einer Composer-basierten Turbo 3-Installation. Ja, da liegt dann nachher der File-Admin-Ordner drin, die Index.php und so weiter. Dann kann ich Umgebungsvariablen hier setzen, Web Environment, und da gibt es den Turbo 3 Kontext. Ich möchte das lokale System im Development-Kontext laufen lassen. Da verhält sich das Turbo 3-System ein bisschen anders. Ich kann auch per zum Beispiel TurboScript Conditions diesen Kontext abfragen oder natürlich auch im PHP und dann gewisse Werte anders setzen wie auf einem Live-System, auch sehr praktisch. Und dann hänge ich noch mit diesem doppelten kaufmännischen und einen weiteren Befehl gleich mit an. Also der ddef-config-Befehl, der endet eigentlich hier beim Turbo 3 Kontext. Und dann startet ein neuer Befehl, ddef-get. Hier installiere ich gleich ein ddef-Paket oder Modul, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es offiziell nennt, mit dazu. Und zwar PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin ist ein Tool, um die Datenbank zu verwalten, sage ich jetzt mal. Da kann man in die Datenbank reinschauen, kann da auch Änderungen machen. Das ist sehr nützlich, gerade bei der Entwicklung, wenn man mal was nachgucken muss, wenn man mal vielleicht auch Sachen löschen muss, die sich angesammelt haben während der Entwicklung eines Projekts. Ist auch optional, aber würde ich empfehlen, kann man sagen. Das lassen wir mal ausführen. Der Befehl läuft jetzt durch im Prinzip. Bei mir ging es jetzt relativ schnell, weil er hat jetzt noch nicht viel gemacht. Er hat im Prinzip jetzt hier einen Ordner .ddef angelegt. Da drin einige Verzeichnisse. Die brauchen uns jetzt momentan nicht interessieren, Entschuldigung. Da würde ich auch empfehlen, liest einfach mal die Doku durch. Man kann ja noch sehr viel individuell konfigurieren für jedes Projekt.
Wichtig für uns ist aber jetzt die config-YAML-Datei, weil das ist die Konfigurationsdatei, wo all diese Angaben jetzt drin sind, die wir gerade gemacht haben. Wir sehen den Namen, den Typ, Document Root, PHP-Version und so weiter und so weiter. Und das kannst du natürlich auch jederzeit editieren und verändern, wenn du zum Beispiel mal die PHP-Version wechseln willst, um was zu testen oder bei Upgrades oder so. Wichtig ist halt, dass du bei einer Änderung einen DDEV Restart machen musst. Also das DDEV-Projekt muss nochmal neu gestartet werden, damit diese Änderungen greifen. Das ist jetzt auch der nächste Befehl oder der nächste Schritt. Wir starten DDEV mit dem Befehl DDEV Start. Dann fährt das Ganze jetzt sozusagen hoch. Das kann beim ersten Mal ein bisschen dauern, denn wenn du das noch nie gemacht hast, werden jetzt einige Images, also Dateien runtergeladen für den Apache-Server, für die Datenbank und diverse andere. Und das kann dann schon mal je nach Geschwindigkeit deiner Internetverbindung ein paar Minuten dauern. Bei mir ist das jetzt schon alles auf dem Rechner vorhanden, deshalb geht es jetzt sehr schnell. Das Projekt ist jetzt schon hochgefahren. Ich sehe jetzt successfully started. Project can be reached at, und hier sehen wir diese Entwicklungsdomain. Ja, das, was ich vorhin gesagt habe. Wir sehen, hier links wurden auch einige Verzeichnisse angefügt oder angelegt. Das schließe ich mal, das brauchen wir nicht mehr. Es wurde der Public-Ordner angelegt und da drin gleich File-Admin, weil ich ja den Projekttyp auf Typo 3 gesetzt habe. Das kam jetzt also schon von DDEV. Wir können auch jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich hier diese Domain aufrufe. Die kann ich jetzt entweder hier anklicken oder den Befehl DDEV Launch nutzen. Dann sehen wir jetzt, okay, forbidden, ja, Apache auf Debian, okay. Ich habe ja noch nichts installiert, aber es funktioniert. Wir haben jetzt hier einen Apache-Server lokal laufen. Gut, der nächste Schritt ist, wir installieren uns Typo 3. Und das geht auch sehr einfach. Dazu gehe ich mal hier auf get.typo3.org. Das ist die Webseite, wo man sich Typo 3 downloaden kann im Prinzip. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir gehen mal hier auf die Seite Download. Wir nutzen hier auch die Version 13.3.0. Denke ich mal. Mal gucken. Und hier gibt es verschiedene Download-Möglichkeiten. Und die erste ist auch die empfohlene Variante hier. Set up a new project via DDEV and Composer. Also eigentlich das, was wir machen wollen. Und theoretisch könnte ich jetzt diese Befehle hier einfach mir kopieren. PHP-Version passt jetzt hier nicht so ganz tatsächlich. DDEV-Config haben wir ja auch schon ausgeführt. Der nächste Befehl laut dieser Anleitung wäre eigentlich das hier. Könnten wir jetzt machen, mache ich aber nicht. Das ist, das lernt man mit der Zeit, denke ich. Diese Base Distribution, die wir hier sehen, das ist ein sogenanntes Meta-Paket. Das vereint mehrere Typo 3-Pakete in sich sozusagen. Das ist dann eine Basisinstallation beziehungsweise eine, ich will jetzt nicht sagen empfohlene Installation von Typo 3. Du musst dir das so vorstellen, dieses Typo3/CMS Base Distribution ist ein sogenanntes Composer-Paket und es gibt sehr viele solche Composer-Pakete für Typo 3. Jede System-Extension ist ein eigenes Composer-Paket, weil das ist sehr modular aufgebaut, weil nicht jede Typo 3-Installation die gleichen Pakete braucht. Also je nach Projekt hast du vielleicht andere Anforderungen. Bei einem Projekt brauchst du vielleicht die Index-Search, bei einem anderen nicht. Bei einem Projekt brauchst du vielleicht das Admin-Panel und bei einem anderen vielleicht nicht. Und deswegen kann man sich das ein bisschen zusammenbauen. Diese Kontrolle über das, was hier installiert wird, habe ich allerdings hier nicht. Deshalb mache ich das ein bisschen anders. Und zwar gehen wir hier oben rechts, hier oben im Menü mal auf den Composer Helper. Hier kann ich mir zusammenklicken, welche Pakete ich wirklich brauche. Das setzt jetzt entweder ein bisschen Erfahrung voraus oder du nutzt eins dieser Presets hier oben. Full, Minimal und Default. Full installiert einfach alle Pakete, Minimal nur die, die minimal notwendig sind, damit Typo 3 überhaupt funktioniert. Aber dann haben wir noch keine Frontend-Ausgabe und so Geschichten. Also das braucht man sehr, sehr selten. Und Default sind so die Standarddinger. Ich nutze oft Full, gerade jetzt, um etwas zu zeigen. Bevor ich das aber anklicke, wähle ich hier noch die Typo 3-Version aus. Und da können wir jetzt zum Beispiel uns entscheiden, wir nehmen die stabile, in Anführungszeichen, Sprint-Version von Typo 3.13. Wir können aber auch schon das nächste Minor Release nutzen hier oder das nächste Patch Release. Und Next Minor Release, das wäre die 13.4. Das ist dann oder wird dann ja die LTS-Version werden, die jetzt schon in der Entwicklung ja ist. Die würde ich jetzt einfach mal nehmen. Und dann sage ich hier, ich hätte gern Full. Und jetzt wird mir hier der Composer-Befehl erzeugt, den wir jetzt ausführen müssen.
Ich werde noch eine kleine Änderung vornehmen, wenn wir mal hier runterscrollen. Du siehst, hier sind jetzt alle Pakete aktiviert. Ich werde Typo 3 Minimal hier wieder rausnehmen, weil dadurch, dass ich ja alles installiere, brauche ich Minimal nicht. Minimal ist auch so eine Art Meta-Paket, sage ich mal, das halt die minimal notwendigen Pakete vereint, aber da ich sowieso alle installiere, brauche ich diese Angabe nicht. Das ist in dem Fall unnötig. Das wurde jetzt hier oben auch entfernt. Jetzt kann ich mir das Ganze hier ins Clipboard, in meine Zwischenablage kopieren, gehe wieder in meinen Editor und führe diesen Befehl jetzt aus. Ich mache das mal ein bisschen größer. Da ich hier mit DDEV arbeite, muss ich diesem Composer Require Befehl aber den Befehl DDEV voransetzen. Also DDEV und jetzt Command oder Steuerung V zum Einfügen. Dann wird es hier eingefügt. Ups, da war ein Fehler drin. Und das lasse ich jetzt ausführen. Und jetzt lädt DDEV oder beziehungsweise Composer besser gesagt, lädt jetzt die ganzen Typo 3 Pakete runter und installiert die. Also Typo 3 ist dadurch jetzt noch nicht fertig installiert, aber die Pakete werden installiert. Jetzt werde ich hier gefragt, ob ich diesem Paket hier vertrauen möchte. Ja, das kann ich mit Yes bestätigen und das hier auch. Das müssen wir machen, sonst funktioniert das Ganze nicht richtig. Und das dauert jetzt auch je nach Geschwindigkeit einer Internetverbindung, ob die Pakete schon im Composer Cache liegen oder nicht. Bei mir ging es jetzt sehr schnell, da ich das natürlich schon ein paar Mal gemacht habe. So, das war Schritt 1. Wir können auch mal gucken. Hier hat sich jetzt die Ansicht aktualisiert. Wir haben jetzt eine Composer JSON, Composer Log, verschiedene Verzeichnisse. Da gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein, was die alle bedeuten. Was jetzt wichtig ist, wir sollten jetzt einmal einen DDEV Start nochmal machen. Denn jetzt erkennt DDEV dann, dass hier tatsächlich ein Typo 3 System vorhanden ist anhand der Verzeichnisstruktur. Und er legt dann eine Konfigurationsdatei an. Und da bin ich jetzt gespannt, ob das jetzt dann wirklich richtig funktioniert. Mal gucken, wir lassen das mal kurz durchlaufen. Weil ich hatte da immer wieder Probleme in der letzten Zeit, dass das nicht korrekt funktioniert hat. Wir sehen jetzt hier Generating Additional PHP File for Database Connection. Die Datenbankverbindung wird ja eigentlich in der Settings PHP gespeichert. Wir können aber die Additional PHP nutzen, um Werte aus der Settings PHP zu überschreiben oder eigene Werte hinzuzufügen. Und DDEV bringt natürlich auch beziehungsweise Docker bringt ein Datenbank-Image mit. Und wenn wir uns diese Config Additional PHP mal anschauen, da wird jetzt eben abgefragt, ist das ein DDEV-Projekt und dann werden hier die Datenbankzugangsdaten eingetragen. Diverse andere Sachen werden ja auch eingetragen. Auch der Mail-Transport wird hier umgeleitet auf ein Tool, das nennt sich MailPit. Das wird bei DDEV mitgeliefert sozusagen. Das heißt, ausgehende Mails aus Typo 3 landen lokal in diesem MailPit und werden nicht tatsächlich an irgendwelche Leute verschickt. Auch sehr schön, um was zu testen. Und jetzt hatte ich in letzter Zeit aber immer das Problem, dass die Setup-Routine von Typo 3 diese Additional PHP irgendwie nicht erkannt hat, ausgewertet hat und mich dann trotzdem nach den Datenbankzugangsdaten gefragt hat. Das war bis Typo 3.12 eigentlich nie der Fall. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können Typo 3 jetzt über den Browser installieren, falls du das früher schon öfter gemacht hast. Das ist so wie gehabt. Wir können aber auch einen Konsolenbefehl hier nutzen. Und zwar Typo 3 bringt ja das Command-Line-Interface mit. Und das können wir mit DDEV auch sehr einfach nutzen. Wenn wir DDEV Typo 3 hier ausführen, ich mache das gerade nochmal größer hier, dann sehen wir, bringt dieses Command-Line-Interface einige Befehle mit. Das sind sehr viel mehr, als es früher war. Und dann gibt es ja auch noch die Typo 3-Konsole vom Helmut Hummel, die diese Befehle noch erweitert, die momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos noch nicht für Typo 3.13 zur Verfügung steht. Ich hoffe, dass das sich bald ändert, weil die bringt noch einige weitere nützliche Befehle mit, die jetzt hier standardmäßig noch nicht mit dabei sind. Oder vielleicht kommen diese Befehle dann auch in das Command-Line-Interface hier rein. Das wäre natürlich auch gut. Mal gucken. Und wir sehen hier oben den Befehl Setup. Setup Typo-3 via CLI. Und das werden wir jetzt auch machen. Also DDEV Typo 3 Setup. Und jetzt werde ich gefragt, okay, welchen Webserver nutze ich? In dem Fall hier Apache. Ich kann da auch so eine Autovervollständigung mit der Tabulator-Taste nutzen. Dann der Datenbanktreiber. In dem Fall ist das MySQLi. Da ich eine MySQL-Datenbank habe, würde ich auch nutzen, wenn ich MariaDB jetzt in der DDEV-Config YAML eingetragen hätte. Und jetzt, das ist das, was ich meinte, er fragt mich jetzt hier nach den Datenbankzugangsdaten, obwohl die eigentlich schon in der Additional PHP drin sind. Und früher war es so, dass DDEV das erkannt hat, beziehungsweise diese Setup-Routine,
Jetzt aus irgendeinem Grund nicht. Ich weiß nicht, ist es ein Bug oder keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich jetzt die Werte hier nochmal manuell eingeben. Bei DDIV ist es sehr einfach. Der Benutzername ist DB. Das Datenbankpasswort ist DB. Das wird mir jetzt hier nicht angezeigt. Ich tippe das, drücke die Enter-Taste. Port kann ich übernehmen, Enter-Taste. Host ist DB. Ich könnte auch überall einfach nur Enter drücken. Die Datenbanktabelle ist in dem Fall auch DB. Und dann war es das mit der Datenbank. Jetzt muss ich den Admin-Username angeben, also meinen Benutzernamen. Jetzt zum Beispiel mal Wolfgang nehmen. Ich arbeite ja hier lokal. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass das super sicher ist, im Moment zumindest noch nicht. Und dann ein Passwort, das für mich als Admin-User und auch für das Install-Tool-Passwort gilt. Das tippe ich jetzt mal hier ein. Das wird auch aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt. Ich kann optional jetzt meine E-Mail-Adresse hier eingeben. Das lasse ich jetzt mal. Und dann kann ich den Projektnamen angeben. Der Default-Name ist New Type of 3 Project. Ich kann jetzt aber auch hier sagen, das ist YouTube Demo Typo 3 13 zum Beispiel. Und jetzt fragt er, soll eine Basic Site angelegt werden, also dass eine Startseite mit einem rudimentären TurboScript-Template angelegt wird. Das möchte ich nicht. Also Enter. Und das war's. Jetzt ist Typo 3 fertig installiert. Und wenn ich jetzt nochmal in meinen Browser wechsle, könnte ich jetzt hier das Ganze einfach neu laden. Page not found, ja klar, weil wir haben noch keine Seiten, das ist die Frontend-Ausgabe. Ich kann natürlich auch direkt ins Backend wechseln oder ich nutze auch wieder einen DDIV-Befehl, und zwar DDIV Launch. DDIV Launch startet ja immer die URL, also das Frontend. Ich kann aber mit Slash URL-Pfade anhängen, also Slash Typo3. Und jetzt sehe ich hier die Login-Maske und kann mich jetzt hier mit dem Benutzer, den ich gerade eben angelegt habe, einloggen. Und das war's. Jetzt haben wir hier ein sehr aktuelles Typo 3 13.4 Dev. Das ist also wirklich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme die super aktuellste Version und kann jetzt hier anfangen zu entwickeln. Hier sehen wir übrigens den neuen Site Settings Editor. Sehr cool, wenn du das noch nicht kennst. Da habe ich was auf Twitch dazu gemacht vor kurzem. Ja, und jetzt kann ich hier anfangen, mein Projekt aufzusetzen. Ich kann auch mit Composer Typo 3 aktuell halten. Ich kann dann zum Beispiel sowas hier machen, DDIV Composer Update Typo 3 /CMS *-w. Also guck dir gerne diese Syntax hier ab. Die sorgt einfach dafür, dass alle Typo 3 Pakete, die jetzt installiert worden sind, aktualisiert werden. Macht jetzt natürlich nichts, weil es jetzt ja erst wenige Minuten her. Aber da die Entwickler gerade sehr aktiv sind, kann es sein, dass in ein paar Stunden oder morgen vielleicht hier schon wieder Updates zur Verfügung stehen. Ansonsten später, wenn mal die stabile LTS-Version released ist, dann sind es dann diese Updates von 13.4.0 auf 4.1, 4.2 und so weiter. Die könnte ich dann über diesen Befehl immer einspielen. Ja, das soll es zu diesem oder mit diesem Thema jetzt gewesen sein. War jetzt doch ein bisschen länger wie gedacht. Ich habe wieder zu viel gelabert. Aber wenn man die ganze Laberei und das ganze Gequatsche von mir weglässt, dann ist Typo 3 13 oder auch 12, egal welche Version, mit Docker und DDIV eigentlich in 2 bis 3 Minuten installiert. Länger braucht man dafür nicht. Ja. Gut, ich werde natürlich wieder einen neuen Videokurs zu Typo 3 13 erstellen. Die Produktion beginnt in wenigen Wochen. Wenn du das Video jetzt siehst, bin ich vielleicht schon dran. Ich werde also Mitte Oktober mit der Produktion starten. Ich werde auch unter dem Video einen Link mal reinschreiben in die Beschreibung. Da kommst du zu einer Warteliste. Da kannst du dich eintragen, wenn du Bock auf diesen Videokurs hast. Kleiner Spoiler, die sich da eintragen, kommen früher in den Kurs rein wie andere und es wird auch einen Frühbucherrabatt geben. Also schau dir den Link gerne mal an. Und wenn du mehr zu Typo 3 wissen willst, schau auch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Auch den verlinke ich in der Videobeschreibung. Da streame ich fast jeden Donnerstag zu irgendwelchen Typo 3-Themen, gucke mir neue Entwicklungen an oder teste Extensions. Fast jeden Donnerstag. Also manchmal kommt was dazwischen, dann fällt mal eine Woche aus, aber das ist dann immer rechtzeitig dort zu sehen und ich kündige das auch über Social Media an, wenn es mal nicht stattfindet. Gut, das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch wäre cool, ein Abo wäre auch nicht verkehrt und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Mach's gut, bis dann.